Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute geht es hier um ein Flügelrad, was ich aus Eiche schnitzen möchte, aber nicht, was man von Weihnachten her kennt, sondern das ist ein altes Symbol von der Eisenbahn oder auch vom Militär. Das war nämlich auch auf diesen Säbeln drauf, die mit bei der Schnitzarbeit verbaut sind. Aber wenn du es genauer weißt, wie das entstanden ist, schreib es gerne in die Kommentare. Da können wir ja mal die Schwarmintelligenz hier der Community auch mit nutzen, denn ich konnte meinen Kunde jetzt leider nicht nochmal vor dem Video konsultieren. Sonst ist das eine Anfängerschnitzarbeit. Du kannst diese Flügel auch auf deine Figuren übertragen, vielleicht auf einen größeren Engel. Bei den ganz kleinen wird es natürlich nicht direkt zur Anwendung kommen, weil es ein bisschen kompliziert ist, so von der detailreichen Ausarbeitung. Aber der Anstecker, nachdem ich das gemacht habe, den wirst du später noch hier im Video sehen, wenn du es alles anschaust. Das ist schon mal durchdacht, in eine bildhauerische Form gebracht, so das Ganze, wie man das auch wirklich arbeiten kann. Von daher finde ich das eine schöne Anregung auch für Anfängerarbeiten. Das Rad ist ein bisschen schwierig, weil man das ja genau sehen muss. Auch im Freihandzeichnen kann man sowas trainieren, wie so ein Rad jetzt genau in die Tiefe fluchtet, wenn es eben perspektivisch dargestellt ist, so als Ellipse. Das ist schon ein bisschen schwieriger, da das Sehen genau zu schulen und zu lernen. Da bräuchte ich wahrscheinlich auch nochmal 10 weitere Räder im Zeichnen, im Schnitzen und so weiter, bis ich das ja perfekt hinbekomme. Aber perfekt werden wir es wahrscheinlich nie genau schaffen. Ich denke, es gibt ein paar Anregungen. Wenn dem so ist, schau es dir gerne an, like es, kommentiere es. Dadurch kannst du das Video auch ein bisschen supporten, dass es mehr Leute sehen. Und ich freue mich über deine Unterstützung, auch in Form des Konsumierens und ja, Teilens und Teilnehmens hier an diesen Inhalten. Dann Film ab. Die Schablone wurde mir schon zugearbeitet, ich habe die dann noch ausgeschnitten, die wurde hoch vergrößert von einem Anstecker, also der sehr klein ist an einem Hut. Das habe ich jetzt mal materialsparend hier aus dieser Bohle aus Eiche ausgesägt. Und jetzt hier auf meiner Bandsäge, da habe ich ein Flexback-Band drauf, das bedeutet, im Rückenbereich ist das nicht gehärtet. Es hat eine Stärke von 0,36 mm, muss ja auch für die Säge passend sein, für die Rollen entsprechend. Und ist eben sehr flexibel, auch so schön für Konturenschnitte und hat eine Zahnteilung von 6 mm. Also fürs harte Holz sind diese eher kleinen Zähne gut geeignet und dafür wird es auch beworben und es geht in der Tat sehr, sehr gut zu sägen. Auch in diesem recht dicken, festen Material. Auch in den Eckbereichen komme ich dann schön rein. Also in diesen Zwischenräumen hier zwischen Krone und Flügelarm, der sich da so ein bisschen einknickt. Das lässt sich sehr schön machen und da war ich also sehr zufrieden mit dieser Säge hier. Die kann man natürlich auch bestellen und sich auf die richtige Länge fertigen lassen. Das ist gar kein Problem. Die sind jetzt auch nicht überteuert. Kann man also empfehlen. Ich werde beginnen mit dem Flügelrad. Ich habe hier auch gleich mal durchgebohrt. Das werde ich jetzt auch direkt senkrecht runterstechen, dass die Linien genau nach unten laufen. Hinten kommt einiges raus, denn das soll so halb rund werden. Das Ganze eben aus Eiche. Schönes, festes, hartes Holz, aber auch toll getrocknet. Die Maserung verläuft so hier. Man sieht, das tut die Schwingen gleich in ihrer Form mit unterstützen. Hat dem Kunde auch gut gefallen. Das Ganze wird so halb rund gemacht und das wird hinten eben hier zur Hälfte hin ausgehöhlt. Wirklich, dass ich hier also 4 Säbel anordnen kann. Die werden dann so in einer Halterung platziert und oben drüber kommt die geschnitzte Reliefarbeit. Das wird also ein schönes, ja, altertümliches Teil mit so alten Säbeln, die es eben nicht mehr gibt. Alte historische Säbel vom Militär. Das ist so ein Anstecker von der Eisenbahn. Also finde ich eine sehr schöne Idee. Auch die Größe unterstützt noch das Holz mit. Kleiner sollte das auf keinen Fall sein, weil die Maserung sonst die Form ein bisschen zerreißen könnte. Aber das hier ist gerade noch optimal, kann man auch schön an die Wand hängen. Also da freue ich mich jetzt auch mal auf diese Schnitzarbeit und werde das jetzt hier mal raushauen. Ich steche jetzt direkt senkrecht mal runter, weil wenn ich da wieder drüber arbeite, verliere ich sonst die Linie. Dann mache ich das also direkt und dann die Masse wegarbeiten. Da habe ich so ein schönes, kurzes Eisen in der Schweizer Bauform, was wirklich so schön direkt schwalbenschwanzförmig aufgeht. Und damit kann ich sehr toll arbeiten, weil das eben nicht so viele Schwingungen hat. Ich habe aber auch noch größere Eisen, die sich also mal hier und da angesammelt haben von alten Schnitzern zum Beispiel oder ja Hobbyleuten, die eben dann eines Tages ihre Sachen verkauft haben und manche habe ich auch neu gekauft. Ja, ich lege das eben wie so eine Figur praktisch von den höchsten Stellen aus an und das soll ja
in den Flügelbereichen richtig schön runtergehen. Von daher ist das schon mal alles klar definiert. Oben die Krone und das Rad wird sehr hoch bleiben. Alles andere geht ringsherum runter. Und da muss ich eigentlich gar nicht viel wegarbeiten, sondern ich kann mich schon ziemlich schnell an die Form ranarbeiten und kann also dieses Rad in einer Ellipsenform so ein bisschen in diese Perspektive bringen. Hier habe ich den Anstecker in der Hand, also da ist wirklich dieser Anstecker drin, nichts anderes. Und genau, da kann ich jetzt gleich mal die Form schön nacharbeiten, die Federn, wieder mal ein Flügel, habe ich ja schon mal gemacht, da weiß ich also jetzt, wie es geht. Aber da nehme ich so einen großen Geißfuß, Stich 14, und lege praktisch die Flügel damit an, weil das geht für mich hier einfach am schnellsten, weil ich muss ja auch eine gewisse Masse wegnehmen, so 5 mm, 6 mm oder so, diese Absätze schon etwas einarbeiten. Im Video sieht man das ja nicht immer so direkt, wie hoch das zum Teil wirklich ist oder was ich weggenommen habe. Und da hilft also so ein Geißfuß, da würde ich also nicht direkt reinstechen und dagegen arbeiten. Natürlich, wenn man das kann und ganz viele Reliefe macht, dann macht es vielleicht sogar Sinn, dass man direkt einsticht mit der Form des Eisens. Da hat man gleich die Schwünge der Federn. Jetzt arbeite ich eben das hinten weg, weil das muss ja alles hohl werden. Und da tue ich sowohl von links als auch rechts arbeiten mit dem Arm. Das muss man natürlich ein bisschen üben. Da kann ich halt schneller arbeiten, muss nicht andauernd umspannen. Da hinten komme ich ja auch in dieser Einspannposition mit der Kettensäge nicht so gut ran. Die nehme ich jetzt aber auch, weil es sonst einfach zu lang dauert. Und ich wechsle manchmal die Klüpfel, weil mit der linken Hand kann ich mit dem schweren Weißen nicht so gut arbeiten. Dann nehme ich dann lieber den braunen. Und zwar ist das ein Steinmetzklüpfel. Jetzt nochmal hier kurz der Hinweis, ich spanne das jetzt auf die Figurenschraube auf und den Galgenzack, habe das da direkt aufgespannt, weil ich jetzt hier noch viel flexibler arbeiten kann und auch das direkt vor meinem Kopf habe praktisch auf Augenhöhe, so wie ich es gerne habe. Und dann kann ich einfach besser sehen, was da wirklich geschieht, sonst muss ich mich immer so verbiegen. Ist auch nicht so gut für die Wirbelsäule natürlich. Ja, und dieser bräunliche Steinmetzklüpfel bedeutet einfach diese Farbe. Das bedeutet, dass er weicher ist, und wenn er schwarz ist, bedeutet es, dass er sehr hart ist. Und für das Schnitzen ist dieser weichere für mich jedenfalls gut geeignet. Den habe ich mal geschenkt bekommen, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nie gekauft. Ja, hier oben beginne ich jetzt diese kleinen Mini-Kronenelemente sozusagen anzuarbeiten und diese Hohlkehlen hier reinzustechen. Da sind natürlich Hohleisen sehr gut, da kann ich schön quer zur Faser arbeiten, also auch so ein bisschen über Halbhirnholz schneiden. Da muss man natürlich ein bisschen geschickt den Faserverlauf erkennen und suchen. Diese Perlstäbe habe ich am Anfang zu breit gemacht, die müssen natürlich kugelförmiger werden, nicht so wie kleine Brote, sondern schon Kugeln. Und jetzt fragt sich vielleicht mancher, warum ich hier so rumfriemel. Es geht ja kaum was weg. Also da tue ich jetzt diese ganzen Unsauberkeiten von dem Ausarbeiten beseitigen, dass eben die Ecken sauber sind, weil ich den nächsten Schritt vorbereiten möchte, wo ich dann die Federn tatsächlich reinsteche. Diese kleinen Öffnungen in den Federn, die einzelnen Strähnchen sozusagen. Das muss jetzt auch noch genau gemacht werden. Ich konnte das ja natürlich nicht immer so ideal filmen. Das sind einfach Bilder, die ein gesamtes Video ergeben am Ende. Und ja, ich habe da eben Linien gezogen für diese Speichen, dann das mit der Feile auch nochmal ausgearbeitet, hier nochmal ein Loch reingebohrt. Und ich feile dann hier, wie man sieht, weil einfach die nimmt auch ein bisschen Material weg in diesem festen Holz, ja, relativ sauber das Ganze, und ich kann eben auch die Fläche schön genau ausformen, was mit dem Schnitzeisen nicht so gut geht, und manchmal bricht dann hinten auch was weg und das muss noch ein bisschen schlanker werden. Die Form hat mir noch nicht ganz zugesagt, die muss noch ein bisschen besser ausgearbeitet werden, und das mache ich eben jetzt hier in diesem Arbeitsschritt mit den Schnitzeisen und feile halt auch wieder, und die Krone und das Rad soll dann auch noch geschliffen werden, dass es sich so ein bisschen abhebt von den Flügeln, und die Flügel werde ich dann einfach nur noch ganz leicht mit einem Vlies überpolieren, weil das auch eine Form von Schleifen ist. Ja, jetzt schneide ich die Kiele rein, dann nehme ich auch so einen kleinen Geißfuß, der unten eine ganz leichte Rundung hat, Stich 14 schon sehr, sehr oft erwähnt, also mein Lieblingswerkzeug. Der 6 mm Breite, der ist irgendwie im Stahl nochmal ganz anders wie der 8 mm. Ich habe da 2 Stück und der 6 mm ist absolut der Traum.
weil der vom Stahl her noch irgendwie schöner, härter ist und auch schlanker im Stahl. Ja, das habe ich jetzt alles aufgezeichnet, immer versucht 6 mm Abstände einzuhalten oder so 5 bis 6. Und dann haue ich das überall mit einem Stich 3 rein. Ja? Also diesen Schnitt nicht mit dem Geißfuß entfernen, sondern ich haue überall mit dem 3er Eisen, also Stich 3, 16 mm überall rein, ja, entsprechend meiner Bleistiftstriche, dass ich da so 2 mm reinstech und dann arbeite ich halt gegen diesen Schnitt, ja, dass da wie ein Absatz entsteht und das tue ich einfach genau so stupide kopieren, wie mir dieser kleine Anstecker das vorgibt, auch von wo die Schräge kommt. Ich will es ja oder soll es ja nachmachen. Von daher muss ich jetzt hier gar nicht groß überlegen, sondern das einfach abarbeiten. Und das ist halt wirklich eine Gedulds- und ja, Sauberschnittsarbeit, dass man halt die Ecken versucht sauber zu machen. Und jetzt brauche ich ja hinten noch etwas, um die ganzen Säbel aufzuspannen. Da habe ich mir so eine Eichenplatte verleimt, die säge ich schön aus. Man könnte sie auch drechseln, aber das ging jetzt hier aus meiner Sicht etwas schneller, weil die habe ich einfach gehobelt, zusammengeklebt und dann schleife ich hier einmal rüber, direkt an den Strich ran, dann ist es außen sauber und es ist auch genau und das muss ich ja nicht drehen, also es wird keiner feststellen, dass es gesägt und geschliffen wurde, wenn er es nicht genau weiß, wie es produziert wurde. Ja, und dann mache ich hier mein Rad fertig. Wie gesagt, das wird eben jetzt geschliffen. Ich habe mit 180er begonnen, 240er, 320er. Das hat ausgereicht und dann mit dem Vlies über die Flügel eine ganze Weile drüber poliert. Dann haben sie auch so einen ganz leichten Anschliff. Hinten habe ich jetzt den Einspannzapfen weggespalten, schnitzt das noch möglichst dünn, ja, dass die Säbel auch alle schön durchpassen, weil ich gemerkt habe, dass da einer noch ranstößt. Also muss da noch 3 mm weg und schneide das auch noch ein bisschen sauber, was so grobe Unsauberkeiten sind. Das kann aber wesentlich gröber geschnitzt sein. So, und dann habe ich so Dübel gedrechselt, da werden die Säbel eingehangen. Die haben ja immer diese runde Öse da und der andere eben nicht. Da habe ich oben noch so eine kleine Leiste gebaut, habe das da nochmal so fixiert. Und jetzt muss ich kontrollieren, wo hier mein Rad ranpasst, bohre dann da Löcher und werde das da dann andübeln. Und soweit ist es erstmal geworden. Die Oberflächenbehandlung wird wahrscheinlich noch geölt, das zeige ich jetzt hier aber nicht mehr. Genau. Und jetzt hier an der Bohrmaschine. Ich verabschiede mich. Danke recht herzlich auch hier fürs Anteilnehmen und hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest.
Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich über deinen Daumen nach oben, über deinen Kommentar oder auch über dein Abo. Dann verpasst du keine dieser Videos mehr, die hier regelmäßig erscheinen sollen. Ja, du weißt, das Ganze kostet Geld. Ich muss hier mich um die Technik kümmern, Computer und so weiter. Das Ganze lebt am Ende nur durch deine Unterstützung, dass du Kommentare schreibst oder Sachen in Auftrag gibst, die ich hier vielleicht schnitzen könnte. Wenn du so eine Idee hast oder hier irgendwie gerne was sehen möchtest, was dich interessiert, gib es am besten direkt hier bei mir in Auftrag. Dann kann ich das für dich umsetzen oder auch dir privat so einen Film schicken. Da können wir uns natürlich abstimmen, wie das genau werden soll. Sonst blende ich immer meine PayPal- und Bankverbindung ein. Kannst du mich natürlich auch privat persönlich unterstützen. Ich grüße recht herzlich in die Schweiz und bedanke mich auch für die nette Unterstützung. Und wenn du das vielleicht genauso tun möchtest, kannst du jetzt natürlich die Möglichkeit nutzen. Unter dem Video ist es auch nochmal verlinkt. Dann kannst du dir das direkt in Ruhe anschauen. Okay, sonst wünsche ich dir alles Gute für deine Schnitzarbeiten, eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Komm gut voran mit deinen Arbeiten und ich hoffe, du wirst vielleicht einen Engel mit tollen Flügeln schnitzen. Dann wäre das doch eine gute Anregung, das Ganze mal anzuwenden, umzusetzen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.